Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus meinem Heizungskeller. Heute zeige ich euch, wie man seinen Hauswasserfilter spült. Und viel Spaß mit dem Video und los geht's nach dem Intro. Ja, was man dazu braucht, ist ein großes Behältnis oder ein Eimer. Ihr müsst insgesamt dreimal für 3 Sekunden spülen. Da kommt auch ein ordentlicher Wasserstrahl raus. Ich nehme jetzt diese Schüssel, da geht nicht so viel daneben. So sieht so ein Hauswasserfilter aus. Hier ist die Filterpatrone, die muss man nicht auseinanderbauen. Die kann man auch einfach spülen. Hier unten ist noch ein Einstellrad bei mir, wo ich einstellen kann, wann ich zum letzten den Filter gespült habe. Die Filterspülung sollte einmal im Monat eigentlich gemacht werden. Das wissen die wenigsten und machen wahrscheinlich auch die wenigsten. Aber es ist einfach für das Wasser in der Leitung besser. Ihr habt hier oben noch den Manometer. Da stehen jetzt bei mir knapp über 3,5 Bar an. Hier ist das Manometer für den Druck im Haus. Und hier ist das Manometer für den Druck, der aus der Leitung kommt. Der steht bei mir bei 5 Bar. Aber das ist unterschiedlich je nach dem, wo ihr wohnt. So, ich hoffe, das sieht man jetzt gut. Hier ist ein grüner Drehring bei mir. Es gibt auch welche, da dreht man hier. Den Drehring muss man jetzt kurz nach vorne drehen und zwar für 3 Sekunden. Dann kommt hier unten der Wasserstrahl raus. Ich mache das jetzt. Achtung, nicht erschrecken. Das war einmal. Zweimal. So, das war's schon. Wie man sieht, ist das Wasser bei mir gut sauber. Es war noch ein bisschen was in der Kiste drin, deswegen hat es eine leichte Verfärbung. Aber es ist auch mit Sicherheit Dreck, das im Filter hängt ist. Deswegen lohnt sich so eine Spülung auf jeden Fall. Und das Wasser wird dann wieder sauberer, der Filter wird wieder durchlässiger. Und jetzt kann man auch diesen Ring hier einstellen. Es ist jetzt April. Da steht jetzt nächste manuelle Rückspülung. Ich stelle es jetzt auf Mai, dann weiß ich Bescheid. Vergessen tue ich es trotzdem, aber ab und zu mache ich das trotzdem auch. So, das war es mit meinem Video zum Spülen vom Hauswasserfilter. Kurz und knapp, aber hier denke ich, sind die wesentlichen Funktionen bereits erklärt. Es gibt ja auch noch eigentlich eine. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.